Die Themen dieser Woche werden natürlich als erstes die Quartalssaison sein. Da werden sehr, sehr viele Unternehmensdaten die Börse schwemmen. Wir haben aber auch viele volkswirtschaftliche Rahmendaten, sowohl aus Europa wie auch aus den USA, unter anderem Produktionszahlen, Handelsbilanz und vieles mehr. Und das wird letztendlich den DAX hauptsächlich bewegen. Also auf die Münchner Sicherheitskonferenz und die Veränderungen, die in der Weltpolitik aktuell stattfinden, reagieren die Finanzmärkte bisher sehr stabil, sehr gefasst, wenn man so sagen will. Denn man sieht an erster Stelle politische Divergenzen zwischen den Blöcken, zwischen Europa und den USA hauptsächlich. Und das ist sicherlich etwas bedenklich. Das wird sicherlich auch dauerhaft zu wirtschaftlichem Schaden führen. Aber noch ist der nicht absehbar und da ist das Prinzip Hoffnung, das hier gilt, nämlich dass man sich dann doch irgendwie wieder zusammenfindet. Allerdings schwinden die Hoffnungen immer mehr. Also die Zinspolitik steht hier an der Börse grundsätzlich ganz oben auf der Wichtigkeitsliste und Prioritätenliste. Und wenn es erste Tendenzen gibt in den USA, dass der eine oder andere zumindest glaubt, dass die Federal Reserve Bank sogar die Zinsen wieder anheben könnte, dann ist das sicherlich etwas, was entgegen dem aktuellen Zeitgeist spricht. Darüber hinaus kann man sicherlich auch vorstellen, dass Donald Trump im Weißen Haus sicherlich nicht ruhig in seinem Stuhl sitzen bleibt, wenn er sowas hört, denn er will ja ganz, ganz niedrige Zinsen haben. Ergo ist hier auch ein Streit vorprogrammiert, so denn die Federal Reserve Bank tatsächlich mit ihren Andeutungen mehr oder weniger dann auch ernst macht.